Als ich das erste Mal hier war, war ich überwältigt. Es hat sich angefühlt, als ob ich durch einen Sci-Fi-Park fahre. Aber vielleicht ist es genau das. Das hier ist nämlich die Zukunft. Wir haben den Punkt erreicht, dass wir CO2 auch aus der Atmosphäre entfernen müssen. Es reicht also nicht alleine aus, neue Emissionen zu verhindern. Wir haben eine Klimakrise, ganz klar. Erkennen wir die aktuell gut genug? Nein. Investieren wir aktuell gut genug, um unseren langfristigen Wohlstand zu halten? Nein, das tun wir nicht. Das ist die Realität, mit der wir konfrontiert sind. Die Wissenschaft geht davon aus, dass wir ungefähr ab 2050 10 Milliarden Tonnen Carbon Removal jedes Jahr benötigen. Es ist die letzte Chance, das Ruder noch umzureißen. Um die Klimaziele doch noch zu erreichen, muss enorm viel CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden. Neue Technologien haben große Hoffnungen geweckt, doch die Realität ist hart. Bisher geht es kaum vorwärts. Es müssen politische Rahmenbedingungen kommen und greifen, damit die Industrie wirklich wachsen kann. Wir werden nicht schnell genug sein, wenn wir uns auf freiwillige Mechanismen verlassen. Kann Technologie die Klimaziele retten? Und was muss passieren, damit das gelingt? At periodic intervals, the land must be reforested. By hand and with mechanized equipment, Laneburg High School's future foresters plant trees to make new forests where there have been none before. Das, was die meisten Menschen wohl gut kennen, also wir pflanzen neue Bäume an und die nehmen dann CO2 auf und speichern dieses CO2. Und wenn wir jetzt hingehen würden und wir sagen würden in der Schweiz, hey, wir wollen alle vermutlichen Restemissionen mit der Aufforstung ausgleichen, dann müssten wir alle 23 Jahre so viel Waldfläche neu anpflanzen, wie es heute Wald in der Schweiz gibt. Land which now only a forest can save. Man merkt relativ schnell, dass der Platz dann sehr, sehr knapp wird. Insbesondere wenn man bedenkt, dass wir als globale Gesellschaft 1/3 des Waldbestands global gerodet haben, einfach weil wir Platz brauchten für irgendetwas anderes. Eine andere Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir Maschinen nutzen, die das CO2 aus der Luft rausfiltern können und dann speichern. Wir sind hier bei Climeworks. Wir betreiben die weltweit größte Anlage, um direkt CO2 aus der Luft zu entfernen. Und wir tun das hier in Island. Die riesige Anlage steht hier seit 2024. Climeworks ist eines der größten Schweizer Start-ups. Man bezeichnet uns als den größten Staubsauger der Welt. Ich denke, das ist eine gute Beschreibung, weil wir genau das machen. Das Herz der Fabrik sind eigentlich die Module da draußen. Sie sind unser großes Geheimnis. Wir haben hier 72 Module. Und in jedem Modul gibt es mehrere Kammern. In jeder Kammer gibt es Ventilatoren, die die Atmosphäre ansaugen, und Filter, die das CO2 abfangen. Die Technologie wurde ursprünglich für Atom-U-Boote erfunden und jetzt für den Klimaschutz weiterentwickelt. Wenn wir genug CO2 eingefangen haben und der Filter voll ist, schließen wir die Kammer und lassen heißen Dampf einströmen. Damit können wir das CO2 lösen und es dann in der Fabrik in einem großen Ballon lagern.
Dann verarbeiten wir das Gas weiter, damit es so sauber und konzentriert wie möglich ist. Mammut, die Anlage hier, haben wir im Mai 2024 eingeweiht. Wir können damit pro Jahr 36.000 Tonnen CO2 aus der Luft filtern. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von 7.000 Autos. Natürlich ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist sehr wichtig zu zeigen, dass diese Technologie funktioniert und skaliert werden kann. Der Hype war anfangs riesig. 600 Millionen Dollar hat das Zürcher Start-up eingesammelt. Inzwischen gibt es aber ernste Probleme. Doch dazu später. An increase in the Earth's carbon dioxide concentration could mean a rise in global temperature. About 69% of the incoming energy from the sun is absorbed by the atmosphere and the Earth's surface. The rest is either reflected or re-radiated into space as light or heat. Carbon dioxide forms a layer that is transparent to light and traps heat, and so the temperature of the Earth's surface will rise. Carbon Dioxide Removal, das ist, wenn wir als Menschen CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen und es dauerhaft speichern. Und hier nehmen wir CO2 aus der Luft raus und speichern das dauerhaft. Also wir machen eigentlich wie das Umgekehrte einer CO2-Emission. Weil es eben das Umgekehrte ist, verwendet man teilweise auch den Begriff einer negativen Emission. Doch wohin mit dem CO2, wenn man es aus der Luft herausgefiltert hat? Die Geologie von Island bietet auch dafür eine Lösung. Und Sandra Osk Snæbjørnsdóttir hat sie mitentwickelt. Ich habe meinen PhD bei der ersten Testanlage gemacht. Wir konnten beweisen, dass es tatsächlich möglich ist, CO2 in Stein umzuwandeln und dass es schneller passiert als gedacht. Sandra Osk hat eine Methode gefunden, das aus der Luft herausgefilterte CO2 im Boden zu speichern. Als ich das erste Mal von dieser Methode gehört habe, war ich fasziniert. Ich finde es eine sehr elegante Art, den Klimawandel zu bekämpfen. Wir orientieren uns am natürlichen Kohlenstoffkreislauf. CO2 reagiert mit Mineralien und verwandelt sich zu Stein. In der Natur passiert das sehr langsam, angesichts der Klimakrise zu langsam. Carbfix will diesen Prozess deshalb beschleunigen. Wir nehmen CO2, lösen es in Wasser auf und injizieren es tief in Gesteinsschichten. In 350 Metern Tiefe haben wir ein Loch. Dort kann das CO2 ins Gestein fließen. Hier findet der Mineralisierungsprozess in geologischer Hinsicht sehr schnell statt. Wir konnten zeigen, dass mehr als 95% innerhalb von 2 Jahren mineralisiert ist. Das sind Basaltsteine. Island besteht zu 90% aus diesem Gestein. Es ist das häufigste auf der Erdoberfläche. Und hier sieht man auch gut, warum dieses Gestein so nützlich ist. Es gibt diese Poren und viele kleine Löcher. Für das CO2 gibt es hier Platz, um zu mineralisieren. Ich habe auch Beispiele dabei. Man kann hier diese kleinen Poren sehen. Es ist wie ein Schwamm. Und darum kann es so gut CO2 speichern. Und wenn die Mineralisierung stattgefunden hat, dann gibt es diese weißen Mineralien. Sie füllen die Risse und Poren. Das hier ist das schönste Exemplar. So sieht CO2 in seiner Reinform aus. Theoretisch ist das Speicherpotenzial viel größer, als wir das jemals brauchen werden. Aber die Frage ist, wie viel wir praktisch wirklich nutzen werden können.
CO2 einfangen und speichern, eine dringend benötigte Industrie, die aber noch in den Kinderschuhen steckt. Der Weltklimarat, der sagt eigentlich zwei Dinge. Das erste ist, wenn wir die globale Erwärmung stoppen wollen, dann müssen wir unsere globalen CO2-Emissionen auf Netto Null reduzieren. Und das Zweite, was er sagt, ist, wenn wir Netto Null erreichen wollen, dann ist die Anwendung der CO2-Entfernung unvermeidbar. Netto Null bedeutet, dass nur so viel Treibhausgase in die Luft abgegeben werden, wie ihr auch entzogen werden. Dafür will die Welt bis 2050 die CO2-Emissionen drastisch senken. So viel wie möglich, 80–90%. Ein Kraftakt. Doch selbst bei größter Kraftanstrengung bleibt ein Problem: schwer vermeidbare Emissionen. Typischerweise unterscheidet man zwischen leicht vermeidbaren Emissionen und schwer vermeidbaren Emissionen. Und zu den schwer vermeidbaren Emissionen dazu gehören Viehhaltung beispielsweise oder Düngereinsatz, die Abfallverbrennung. Denn auch in einer klimaneutralen Gesellschaft mit Kreislaufwirtschaft werden wir vermutlich immer noch Abfall machen. Oder auch Dinge wie zum Beispiel die Zementherstellung. Selbst wenn wir die völlig dekarbonisieren, also wie die mit erneuerbaren Energien betreiben, wird es trotzdem noch Emissionen geben. Und deshalb sagen wir eben als Gesellschaft, wir ziehen nicht null Emissionen aus, sondern wir versuchen die Emissionen so gut es geht zu reduzieren, aber wir werden weiterhin Emissionen haben. Und dann gehen wir eben hin und entfernen eine gleichwertige Menge CO2 wieder aus der Atmosphäre. Auch in der Schweiz gibt es Projekte, um das CO2-Problem zu lösen. An Orten, an denen man es kaum erwartet. Ursprünglich war es so, ich bin Biologe und dann habe ich einen Film gemacht und ich habe mich gefragt, ja, was sind die drängendsten Probleme, was wäre interessant oder wichtig, darüber zu berichten. Eines der wichtigsten Themen ist dazumal, mir erschien die Erwärmung des Klimas. Und es gibt zwei verschiedene Wege. Das eine ist, dass die Emissionen einschränken und das andere ist, bestehende CO2-Gehalt in der Atmosphäre reduzieren. Und der erste Weg ist sehr politisch und der zweite Weg, das kann man relativ einfach machen. Also da musst du nicht Entscheidungen haben von irgendwoher, ob man jetzt das macht oder nicht. Das ist dann einfach mehr eine wirtschaftliche Sache. Nun produziert Silvan Oeën aus Holzschnitzeln sogenannte Pflanzenkohle. Eine sehr alte Methode, CO2 dauerhaft zu speichern. Nein, du musst von da nehmen. Sonst nimmst du nicht mit dem Palett zuerst raus. Oh, den willst du nehmen? Jetzt müsstest du umheben dort. Warte jetzt. Stopp. Also unser Weg ist, dass wir das CO2 aus der Luft rausbringen. Das machen eigentlich für uns Pflanzen über den Photosyntheseweg. Die machen ja schön Sauerstoff für uns und wachsen mit dem CO2. Die Pflanzen haben also aus der Luft CO2 herausgefiltert und in Form von Kohlenstoffen gespeichert. Diese werden jetzt in Kohle umgewandelt und so dauerhaft gebunden. Das ist eine Gemeinde, wo wir hier sind, die sehr viel Holz produziert für alle möglichen Anwendungen. Und wir verwerten eigentlich das Material, das ein bisschen Abfall ist. Das letzte Schäufeli. So. Der Unterschied zum Beispiel Hackschnitzelwerk ist, dass wir Material verwerten können, das qualitativ sonst nicht den Ansprüchen gerecht wird, die sonst haben. Das sind grosse Scheiben. Ja. Und da hat es brutal viel Kreis drin. Ja. Aber dieser Unterschied ist gigantisch. Extrem, ja. Das ist Terpen und Limonin. Also das ist der Saft. Schau, das ist der Saft. Krass. Boah, super. Frische Ware. Die Hackschnitzel kommen in die Anlage rein, werden zuerst vorgetrocknet. Dann kommen sie in die Maschine rein. Der Hackschnitzel selber wird in einem längeren Prozess verkohlt, bei einer mehr oder weniger stabilen Temperatur von 650 Grad.
Dann, gegen Ende des Verkohlungsprozesses, wird das abgelöscht mit Wasser. Dann kommt die Kohle aus der Maschine raus und wird dort in Säcke abgefüllt. Jetzt ist das CO2 dauerhaft in der Kohle gebunden. Ein grosser Teil der Pflanzenkohle geht heutzutage in die Landwirtschaft, vor allem in die Tierhaltung und in der Bodenverbesserung. Der Kohlenstoff der Pflanzenkohle bleibt lange im Boden. Wir rechnen mit Tausenden von Jahren. Bauern kaufen die Pflanzenkohle und verstreuen sie direkt auf ihren Äckern oder verfüttern sie an ihre Kühe. Auch dann kommt die Pflanzenkohle via Mist und Gülle aufs Feld, wo sie langfristig im Boden gespeichert wird. Wie viel nimmst du mit? 2 Säcke. Gut. Ja. Eben, du bist Biobauer. Ja, genau. Merkst du etwas? Ja, einfach vom Gestank. Ja, ich habe das Gefühl, ja, viel. Und nachher hast du die Gülle oder ja. auf dem Mist ziehst, tust du auch auf dem Mist? Mist und dann fehlt ja 4-5 Säcke im Jahr oder so. Also, merci vielmals. Also, danke, bis später. Ciao. Tschüss, ciao. Wir könnten sicher mehr absetzen. Es gibt viele Bauern, die das einsetzen, weil sie gemerkt haben, das ist gut. Es gibt aber viele Bauern, die zögern, weil es einfach zu teuer ist für sie. Zwischen 7 und 10 Gigatonnen CO2. So viel muss die CO2-Sammel- und Speicherindustrie laut Berechnungen des Weltklimarats bis spätestens 2050 entfernen. Pro Jahr. Das entspricht 10–20% der gesamten heutigen Emissionen. Heute schafft die Branche gerade einmal 0,01 Gigatonnen. Wenn das klappen soll, wenn wir als Gesellschaft klimaneutral werden sollen, dann muss das einen neuen globalen Sektor geben, der CO2 entfernt. Und wegen dem ist es eben so wichtig, dass wir parallel zur Emissionsreduktion jetzt schon beginnen, diesen neuen globalen Sektor aufzubauen. Neustark ist ein Carbon Removal Supplier. Das heisst, wir arbeiten mit 2 Industrien zusammen. Die eine Industrie ist die Industrie vom Baustoffrecycling, wo unter anderem Rückbaubeton zurückgebaut wird, recycelt wird. Und die andere Industrie ist die Industrie vom Biogas. Bei dieser Biogasproduktion fällt CO2 als Abfallstrom an. Und Neustark fängt jetzt den CO2-Fluss auf. Wir verflüssigen ihn, um ihn besser zu den Baustoffrecyclern zu transportieren, wo unsere Speicheranlagen stehen. Das Schweizer Start-up bezieht CO2 von Biogasanlagen und bringt es zum Betonrecycler. Denn Beton kann CO2 speichern. Und Abbruchbeton gibt es weltweit in riesigen Mengen. Ich würde vorschlagen, wir laufen jetzt schnell, wie die Kunden reinfahren, dass wir hier oben sehen, wie die grossen Betonelemente angeliefert werden, klein gemacht werden. Ja, dann haben wir sehen wir ein bisschen Action. Gut. Und das Material und der Betonabbruch wird hier grob sortiert mit diesen Backen. Die können mit dem gelben Magnet können Sie Armiereisen rausnehmen und nachher können Sie einen Schaufel voll von Mischabbruch oder Betonabbruch nehmen, dort in den Trichter aufgeben und dann durchläuft das die Anlage. Aber da innen hat es einen Brecher, der das Material noch mal kleiner macht. Erst wenn der Abbruchbeton ganz fein gemahlen ist, kann er CO2 speichern und dann als Recyclingbeton wiederverwendet werden. Doch das kostet. Als Gesellschaft müssen wir uns bewusst sein, erlangen, dass es einfach sehr, sehr viel kostet, CO2, das wir emittiert haben, wieder dauerhaft aus der Atmosphäre zu entfernen. Und das immer am besten ist, die Emissionen in allererster Linie gar nicht erst zu emittieren. Man kann den Vorderteil wechseln. Er hat verschiedene Werkzeuge. Dauerhaft CO2 aus der Atmosphäre entfernen hat seinen Kostenpunkt. Es kostet mehrere 100 Schweizer Franken pro Tonne. Das heisst, viele Reduktionsmaßnahmen sind einfach schlichtweg viel günstiger und möchten mehr Sinn, die zuerst mal zu machen. Ich persönlich finde, dass dauerhaft die CO2-Entfernung, CO2-Emissionen endlich mal einen Preis geben. Die Haupteinnahmequellen sind die Einnahmen der Carbon Removal Zertifikate, die wir auf dem freiwilligen Zertifikatemarkt verkaufen. Ein Unternehmen oder Staat hat ein Netto-Null-Ziel. Das heißt,
Man verspricht, alles CO2, das man in die Atmosphäre abgibt, auch wieder aus ihr zu entfernen. Weitaus günstiger ist es, seinen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Doch nicht alle Emissionen lassen sich vermeiden. Um das auszugleichen, kann das Unternehmen einen Anbieter beauftragen, das CO2 aus der Atmosphäre wieder zu entfernen und erhält im Gegenzug eine Bestätigung, ein sogenanntes CO2-Zertifikat. Das Unternehmen bezahlt den CO2-Entfernungsanbieter für die Entfernung und das Zertifikat. Ihren neuen Kunden von der Thurgauer Kantonalbank erklärt Lisa Braune den Neustark-Prozess. Ihr seht jetzt hier auf dieser Seite, ganz rechts haben wir den CO2-Speichertank. Also bei Biogasanlagen wird ja Biomasse in Biogas umgewandelt. Und Biogas ist eine Mischung aus Methan und CO2. Was darum die meisten Biogasanlagen machen, ist, sie trennen das CO2 vom Methan. Wir fangen jetzt eben das abgeschiedene CO2 auf. Wir verflüssigen es. Das heisst, wir das Gas komprimieren, zusammendrücken und abkühlen auf rund -20, -30 Grad. Wir sind sehr, sehr erfolgreich. Wir sind sicher jetzt auch ausverkauft für die nächsten paar Jahre, was sehr gut ist. Aber man sieht, dass der Markt global gesehen einfach langsam an ein Limit kommt, dass er nicht mehr so wächst. Das CO2 wird dann in Lastwagen zu unseren Speicherpartnern transportiert. Das CO2 fließt dann durch den Verdampfer, den ihr hier sehen könnt. Was ja dann passiert, ist, dass das CO2 eben mit dem Zement, den wir vorher angeschaut haben, beim Granulat chemisch reagieren. Und das CO2 wird dann chemisch umgewandelt zu Kalkstein. Dafür, dass der Markt wirklich skalieren und auf die 10 Milliarden aufwachsen kann, müssen viel mehr Unternehmen in den Markt einsteigen. Das ist wirklich das, was all das antreibt. Wir verkaufen ja meistens Zertifikate vorverkaufen. Und sobald wir die Nachfrage gesichert haben auf der Zertifikatenseite, fangen wir an, die Projekte ins Feld zu setzen. Das heisst, ohne Zertifikateverkäufer kein Removal-Projekt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Passt. Was also tun, um den Zertifikatemarkt zu beleben? Ich habe vor 10 Jahren anfangen dürfen, das Thema in die Politik und die Gesellschaft zu tragen. Wir sind hier Europas führender Think Tank. Wir sind ein unabhängig finanziertes Non-Profit, was wissenschaftsbasiert arbeitet. Wir sind auch Experten, wie man dieses Thema in Regulationen übersetzen kann, so dass es der Wirtschaft nicht schadet, und das ist unsere Aufgabe. Wichtiger Termin für Christoph Beutler. Im Europäischen Parlament warten Politiker, die für die CO2-Entfernung gewonnen werden sollen. Was ist die Reaktion, wenn man mit der Politik spricht? Die hat sich natürlich auch sehr verändert. Ich würde sagen, so am Anfang verwunderte Gesichter, dann ganz viel Enthusiasmus. Oh, es gibt eine Lösung. Und jetzt würde ich sagen, man weiß jetzt auch, wie schwer das Ganze ist. Wir müssen weltweit im Netto-Nullpunkt, der hoffentlich um 2050 stattfinden wird, im Milliardentonnenbereich sein. Das sind Skalierungsraten von 50–60%. So skalieren Elektroautos gerade, wenn es gut läuft. Das muss aber jedes Jahr passieren. Das heißt, wir müssen wirklich Märkte bauen, die es quasi die Firmen vorschreiben, okay, ihr müsst jedes Jahr so und so viel entfernen. Und wenn wir jetzt da den Zug verpassen, dann ist es auch so, dass diese Skalierungsgrade nicht mehr realisierbar sind. Also man kann eine Industrie nicht über Nacht anschalten. Es braucht ganz viele Leute, die sich mit dem Thema auskennen. Es braucht die Erfahrung, die Technologien müssen von den Kosten runter, das muss gelernt werden. Und das funktioniert auch nur, wenn jedes Jahr mehr nachgefragt wird. Also aktuell, wir haben 550 CO2-Entfernungsfirmen mit verschiedenen Ansätzen. Die sind aber meistens sehr klein. Das sind eigentlich alles Start-ups. Die müssen am Leben erhalten werden, die müssen größer gemacht werden, damit sie eben diese Menge überhaupt liefern können. Yeah, it looks great. It's amazing. Very good. Hi. Good to meet you. Great that you're all here. Wir haben in den frühen 2020ern einen Boom gesehen von freiwilligen Märkten, eben als das Thema Klima auch noch mehr im Vordergrund war, und haben jetzt eigentlich gemerkt, dass die Ambition zurückgegangen ist. And how is it challenging or is it? All in
It's a lot more chaotic and yeah, I know. Also wir müssen auch sehen, wo wir zeitlich stehen. Also wir haben jetzt noch 25 Jahre bis Netto Null. Wir werden nicht schnell genug sein, wenn wir uns auf freiwillige Mechanismen verlassen. Jetzt ist eigentlich die offensichtlichste Frage, die immer kommt. Verhindert das dann nicht eigentlich die Emissionsminderungsziele? Irgendwo ja, da kann man ehrlich sein. Und rein von der Klimaphysik ist es eben auch so, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wie viel Emissionsreduktion wir machen und wie viel CO2 wir dann entfernen. Aber in der Realität ist es eben so, dass CO2 aus der Luft rauszuholen teuer ist. Rein aus Klimasicht könnten wir alle weiterhin mit unserem Benzinauto rumfahren, aber dann müssten wir für jeden Liter Benzin mit Größenordnung von 1,80 Franken zahlen, zusätzlich, um dann das CO2 wieder aus der Luft rauszunehmen. Dann würden die meisten von uns auch den Zug oder ein Elektroauto wählen. Es gibt rund 15 verschiedene CO2-Entfernungsmethoden. Zu den etablierten gehören die direkte Entfernung aus der Luft, die Entnahme von CO2 aus Biomasse oder die Bindung von CO2 in Pflanzenkohle. Bei diesen Methoden erwartet die Wissenschaft eine große Skalierung. Doch sie forscht auch an weiteren Methoden. Zum Beispiel verteilt man Gesteinsmehl auf Feldern, die sogenannte beschleunigte Verwitterung. Und auch die riesigen Ozeane könnten als CO2-Speicher genutzt werden. Charlie Moras sucht nach Wegen, wie das Meer große Mengen CO2 binden könnte. Ja. Und? Das Meer hat mich schon immer fasziniert. Ich bin am Meer aufgewachsen. Ich surfe, ich gehe fischen und verbringe viel Zeit am Meer. Als ich mal mit einem Kollegen diskutiert habe, hat er gesagt, es gibt diese neue Methode. Bisher aber nur Modelle, sie wurde noch nie wirklich untersucht. Die Theorie sagt, dass wir mit dem Meer CO2 anfangen können. Ich dachte, oh, jetzt wird's interessant. Und genau diese neue Methode untersucht Charlie Moras jetzt in einem großen Forschungsprojekt. Der Ozean bindet automatisch CO2. Zurzeit jährlich etwa 25% des CO2, als Teil des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs. Regen fällt auf Kalkstein, der verwittert und Material wird über Flüsse in den Ozean transportiert. Das nennt man Alkalinität. Die Idee des Ocean Alkalinity Enhancement, wie wir es nennen, ist, diesen Prozess zu beschleunigen. Wir geben also alkalisches Pulver ins Meer, damit das Meer zusätzliches CO2 aus der Atmosphäre binden kann. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Mineralien ins offene Meer geben. Diese lösen sich auf und die Alkalinität des Meers steigt. Ebenso könnte dies in Ufernähe passieren, zum Beispiel in flachen Küstengewässern. Denkbar wäre aber auch ein Reaktor, wo man diesen Prozess an Land macht. Okay, ihr müsst etwas Fantasie haben. Das ist der Reaktor. Wir könnten ihn zu jemandem bringen, der eine CO2-Quelle hat. Ich kann in diesen Reaktor etwas Calciumhydroxid hinzugeben. Es ist ein sehr feines Pulver. Man sollte es nicht einatmen oder in die Augen bekommen. Wir können tatsächlich mit nur wenig Pulver eine Menge CO2 speichern. Das ist relativ wenig, ein sehr kleiner Löffel. Das wird sich auflösen. Nun gebe ich noch etwas CO2 in das Wasser.
Jetzt sprudelt es. Das CO2 reagiert mit dem Hydroxid und bildet Calciumcarbonat. Das ist das CO2, das ich in eine dauerhafte Form gebracht habe. Dieses steinige weiße Pulver. I can tell you on a weight base how much CO2 has been captured per how much calcium hydroxide I've added. So einen konzentrierten weißen Nebel wie im Reaktor will man aber im offenen Meer verhindern, weil man nicht weiß, welche Auswirkungen das auf Ökosysteme hätte. Das Verfahren im offenen Meer muss deshalb noch weiter erforscht werden. Wenn wir das Labor nicht hätten und direkt zu Feldversuchen gegangen wären, hätten wir viel zu viel Alkalinität produziert. Wir konnten zeigen, dass dies zu irreversiblen Schäden geführt hätte. Wir können nicht einfach alles auf Modelle stützen. Wir müssen die Grundlagen verstehen. Wir können nicht einen Ferrari fahren, wenn wir nicht zuerst gelernt haben, in einem kleinen Fiat zu fahren. Wir müssen wirklich erst die Grundlagen verstehen und erst dann können wir Experimente im Meer machen. Das große Potenzial, welches man sich von dieser Technologie erhofft, wird man aber wohl bis 2050 noch nicht zu nutzen wissen. Zu groß sind noch die Forschungslücken. Lisa Braune muss weitere neue Kunden finden, die eine CO2-Entfernung kaufen wollen. In erster Linie geht es bei mir darum, an so einem Event neue Kontakte zu knüpfen. Also ich schaue mir immer vorgängig an, was sind die Firmen, die an diesen Events sprechen. Ich schreibe schon vorweg, ob man sich treffen will für ein Kaffeegespräch. Also ist wirklich so, die Hauptabsicht ist einfach, neue Kontakte zu knüpfen. When we ask adults who have children, they say that 80% of them are concerned that their children have climate anxiety or that they're really concerned about the environment. It is a big concern, and there are lots of aspects in this. Ich erinnere mich noch, als ich vor 2-3 Jahren an den Events war, musste ich immer noch erklären, was ist überhaupt Carbon Removal und wieso benötigt man das. Und ich merke jetzt, wenn ich auf potenzielle Kunden zugehe, ist das Bewusstsein für Carbon Removal schon sehr, sehr da. Also man kann bei einem ganz anderen Punkt einsteigen ins Gespräch. Und ich würde sagen, grundsätzlich sind alle immer sehr interessiert zu hören, was man macht, was man für einen Ansatz hat. Es bietet immer so einen guten ersten Anknüpfungspunkt, auf den man dann verweisen kann, wenn man zukünftig in vertieftere Gespräche mit den Kunden will. Ja. Ist die Konferenz bis auch so? Easy, ich finde es noch gut. Also, wir sind ja schon mal vor 1 oder 2 Jahren bei The Economist gewesen. Wir sind bei den Top 15 oder Top 20 Unternehmen in dem, wo wir verkauft haben. Und wir haben ja immer so kleine Betonentchen, die wir mit CO2 angereichert haben. Die sind so ganz klein und herzig. Der Markt muss sicherlich noch wachsen. Es ist nicht so, dass ein Großteil der Unternehmen heute schon Removals einkauft. Das ist ein kleiner Teil davon. Wie viel Gramm CO2 hast du drin? Ich habe keine Ahnung. Okay. Wahrscheinlich wirklich nicht viel. Nice. Ich glaube nicht. Nein, später. Schön. Ja, voll. Mittlerweile sind fast 30 Millionen Tonnen CO2-Entfernung verkauft worden. Das sind 0,3% der in Zukunft jährlich benötigten Menge. Effektiv aus der Atmosphäre entfernt wurde bisher aber erst 1 Million Tonnen. Für die restlichen 29 Millionen verkauften Tonnen gibt es bisher nur Entfernungsversprechen für die Zukunft. Das birgt Risiken, ist aber typisch für eine Industrie im Aufbau. Und bisher bleibt der Markt eine Nische. Weltweit gibt es nur 600 Käufer und es werden nicht mehr. Pikant, fast 80% der entfernten CO2-Menge wurde von nur einem Unternehmen bezahlt, Microsoft. Der Konzern will nicht nur seine heutigen, sondern auch seine historischen Emissionen vollständig entfernen. So sind es bisher vor allem amerikanische Tech- und Finanzkonzerne wie Google, Amazon oder JP Morgan, die CO2-Zertifikate kaufen. Der Großteil der Unternehmen die wartet noch mit dem Einkauf der Carbon Removals und sagen sich, du, wir haben ja noch Zeit. Aber ich glaube, es muss allen bewusst sein, dass wenn das alle Unternehmen machen, dann haben wir einfach schlichtweg keine Carbon Removals 2040, 2050.
Ich persönlich bin der Meinung, dass der freiwillige Zertifikatemarkt nicht genügen, um die Industrie zu skalieren. Also es müssen politische Rahmenbedingungen kommen und greifen, damit die Industrie wirklich wachsen kann. Ja, bei der CO2-Entfernung sind wir jetzt in einem Bereich, wo man eben größere Nachfrage bräuchte. Und im Moment sieht das nicht so aus, wie wenn das passieren würde. Es sah lange danach aus, wie wenn die USA sich da zeigen würden, auch weil die USA alle Möglichkeiten eigentlich hat, um die CO2-Entfernung bereitzustellen. Und da wird ein globaler neuer Wirtschaftssektor entstehen. Und sie haben sich überlegt, wollen wir Teil davon sein oder nicht? Und ihre Antwort war, ja, sie wollen Teil davon sein. Jetzt mit dem Wechsel der Landesregierung ist das aber jetzt zurückgegangen. Gerade Unternehmen, die gefördert wurden, die müssen sich jetzt überlegen, wie das weitergeht. Im Hauptquartier von Climeworks steht ein wichtiger Call an. Sound is okay? What about the picture, Fabio? Picture's good. Picture's fine? Picture's fine. There is picture. Yeah. Good afternoon, Climeworkers in Europe and also good morning. Ein Update für die 500 Mitarbeiter von Climeworks. Es geht um ein Großprojekt in den USA, das große Hoffnungen in Zürich ausgelöst hatte. Eine gigantische Anlage in Louisiana, gefördert durch das US-Energieministerium mit $500 Millionen. Doch seit Trump gewählt wurde, ist das Projekt in Gefahr. Es gibt gewisse Unsicherheit, aber das ist quasi, wie wir Projekte entwickeln, ist immer in einem Funnel. Sprich, wir haben verschiedene Optionen weltweit, wo das nächste Projekt sein könnte. Da gibt es die USA als eine Möglichkeit und es gibt etwa 5 andere Möglichkeiten, was jetzt in den nächsten Jahren gebaut werden könnte. Und das ist trotz Politik und wirtschaftlicher Unsicherheit hat sich daran im Moment noch nichts geändert. Climeworks muss wachsen. Auch die Investoren fordern das. Das Start-up sucht deshalb nach neuen Partnern und hat eine Absichtserklärung mit dem saudischen Energieministerium unterzeichnet. Um auf diese Volumen zu kommen, die wir anfangs diskutiert haben, muss Carbon Removal und auch Direct Air Capture global an den besten Standorten gemacht werden. Eines ist erneuerbare Energie zu kostengünstigen Preisen und das andere ist die Möglichkeit, CO2 im Boden zu storen. Und diese 2 Faktoren, die sind potenziell in Saudi-Arabien sehr attraktiv. Since that first paying well established Dammam, Saudi Arabia as an oil country, other fields have been discovered. Die Zusammenarbeit mit den Ölstaaten ist für eine Branche, die CO2 entfernen möchte, eine heikle Gratwanderung. Braucht's die Ölindustrie für CDR? Also das ist eine sehr komplizierte Frage. Also zum einen ist das Thema Greenwashing da. Ja? Können wir wirklich vertrauen, dass eine Industrie, die jahrzehntelang gegen Klimapropaganda gemacht hat, dass wir jetzt mit der zusammenarbeiten? Dann haben wir aber ganz klar auch Staaten wie zum Beispiel die Staaten im Mittleren Osten, denen ist schon klar, also zum einen, die Ölvorräte reichen nicht ewig, zum anderen, da wird es auch immer heißer, das merken die sehr deutlich und da müssen jetzt neue Businessmodelle her. Es ist natürlich auch klar, dass die Ölindustrie sehr viel Wissen im Bereich der geologischen Speicherung hat, auch von CO2. Das Idealbild sieht vielleicht sogar so aus, dass die erkennen, okay, wir haben jetzt noch Einkommen von Öl und Gas, das benutzen wir jetzt, um eine Industrie, um Erneuerbare aufzubauen. Wir haben ganz viel Sonnenlicht, aber wir haben auch diese leeren Öl- und Gasfelder. Mit dieser erneuerbaren Energie können wir vielleicht auch CO2 aus der Luft entfernen. Das gehen wir jetzt einfach an und bauen das als neuen Businessmodell auf. Sicher, das wird am Anfang nicht profitabel sein, das wird Geld kosten, aber solche Länder können dann zu einem Nettoexporteur von CDR werden. Dann wird es natürlich interessant. Also ich kann dann meinen Bedarf decken und noch exportieren. Ja, dann habe ich ein Businessmodell. CO2 speichern. Auch Norwegen oder Dänemark haben große Pläne. Deep in the North Sea,
Project Greensand is helping to shift the course of climate change. For the first time in history, a cross-border carbon capture and storage project is testing all 3 stages of the process to capture, transport, and permanently store CO2. So, how do we do it? Energy production and industry can release large amounts of CO2 into the atmosphere. Through absorption, cooling, and compressing, we can capture the CO2 before it's released into the atmosphere and turn it into liquid to be transported. The CO2 is then safely and permanently stored in the oil reservoirs 1,800 meters below the seabed. This changes everything. Eine Herausforderung, die wir haben, ist, dass für ganz viele Leute CCS, also die Abscheidung von CO2 aus Emissionsquellen, und CDR, nämlich die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre, das Gleiche ist. Aber das ist es nicht. Der Unterschied zwischen CCS und CDR ist wichtig, weil sie oft vermischt werden. CCS, Carbon Capture and Storage, heißt, CO2 wird direkt an der Emissionsquelle eingefangen. Am Kamin eines Kraftwerks zum Beispiel. Dabei handelt es sich um CO2 aus einer fossilen Quelle. Es handelt sich somit um eine vermiedene Emission. Das ändert den CO2-Gehalt in der Atmosphäre nicht, weil lediglich eine zusätzliche Emission verhindert wurde. Bei CDR hingegen wird CO2 direkt aus der Atmosphäre entnommen, direkt oder via Pflanzen. Der Gesamtgehalt von CO2 in der Luft wird so kleiner und nur so können zahlreiche schwer vermeidbare Emissionen effektiv reduziert werden. Auch Island hat Pläne, CO2 für die Speicherung zu importieren. Wir sind hier in Þorlákshöfn im Südwesten Islands. Das könnte einer der Standorte sein, wo wir ein CO2-Importzentrum haben. Dann würden Schiffe CO2 entladen, das dann unweit von hier im Boden gespeichert würde. Das ist natürlich weltweit eine Strategie, weil wir sehen, dass wir CO2 nicht überall speichern können. Wir müssen das CO2 zu den Orten transportieren, wo wir günstige Bedingungen für die Speicherung haben. Wir machen sowohl CO2-Speicherung in Verbindung mit CDR als auch mit CCS. Doch bei CCS-Projekten, wo das CO2 direkt bei der Entstehung entnommen wird, gibt es immer eine Gefahr. Also die Gefahr doch, die ist auf jeden Fall hier, indem man einfach sagt, hey, wir können doch CCS machen und dann weiterhin die fossilen Energieträger nutzt. Wichtig ist eben auch, wir können CCS anwenden für Dinge, wo wir eigentlich halt eine Alternative haben, zum Beispiel eben Kohlestrom, Gasstrom. Henry had come a long way since the days of the little shop behind the house. He now owned huge factories and foundries. He was rich beyond his wildest early dreams. Die andere Herausforderung, die wir haben, ist, dass sehr viele Staaten sind daran interessiert, um ihre bestehenden Infrastrukturen aufrechtzuerhalten, insbesondere die fossilen Infrastrukturen. Der Punkt ist, Kohlekraftwerke sind heute eigentlich nicht mehr kostenkompetitiv gegenüber CO2-armen Strombereitstellungsarten, zum Beispiel Wind, insbesondere Wind und Solar. Und wenn man dann noch CCS obendrauf macht, dann zeigen diverse Analysen, dass wir etwa 3-mal teuer sind mit Kohlestrom, mit CCS, als wir sind mit Wind und Sonne. Und ein Kostenfaktor von 3 macht man nicht so einfach wett. Man kann CCS eben auch anwenden für Dinge, wo wir eben nicht wirklich eine gute Alternative haben. Eben zum Beispiel bei der Abfallverbrennung oder zum Beispiel eben auch bei der Zementherstellung. Nach Island will Carbfix nur CO2 aus Anlagen importieren, die zu diesen schwer vermeidbaren Emissionen zählen. Das ist die Kritik, die wir für wahrscheinlich alle Klimaprojekte bekommen. Ist das nur eine Ausrede, um so weiterzumachen wie bisher? Aber wir haben derzeit keine Technologien, um die Emissionen in diesen Sektoren zu reduzieren. Für Climeworks sind die politischen Unsicherheiten bei neuen Großprojekten nur eine Baustelle. Auch mit ihrer eigentlichen Technik haben sie weiterhin zu kämpfen.
Wir sind in der Skalierungsphase auf einige technische Probleme gestoßen. Das hat mit dem Filtermaterial zu tun und damit, wie es auf das Wetter reagiert. Nur ein Bruchteil der Module ist bisher installiert. Aus der Luft wird bisher nur wenig CO2 entfernt. Dies führt zu heftiger Kritik. Das Unternehmen habe zu hohe Erwartungen geschürt. Doch vor allem die politischen Unsicherheiten in den USA bringen Climeworks unter Druck. Das Unternehmen muss sparen. Über 100 Mitarbeiter werden entlassen. Und jetzt sind wir in dieser Phase, wo es von den Pionieren zu den Early Adapters gehen muss. Und diese Phase fällt in eine Kombination mit gewisser politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit. Und das spürt die Industrie. Climeworks wird überleben, aber die wichtige Frage ist eigentlich nicht, ob Climeworks überlebt, sondern ob die Menschheit einen glaubwürdigen Weg hat, ihre Klimaziele einzuhalten. Und deshalb ist es meine Hoffnung, dass die Politik in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf diesem Weg, den sie eingeschlagen haben, weitergehen und den sogar noch beschleunigen. CO2 aus der Luft entnehmen, um die Erderwärmung zu stoppen. Ein schwieriges Unterfangen, das nach einer ersten Hype-Phase nun in der Realität angekommen ist. Die Pioniere wollen aber nicht aufgeben. Zahlreiche Bauern nutzen Pflanzenkohle bereits. Das gebundene CO2 dient als Futterzusatz oder als Einstreu für Kühe und Kälber. Doch die Kohle müsste noch viel mehr Abnehmer finden, damit das Geschäft von Silvan Oeën funktioniert. Im Herzen jedoch träumt er von ganz neuen Pflanzenkohlefabriken. Also in den Tropen hast du viel höhere Produktivität von der Photosynthese. Wenn du viel CO2 speichern willst, dann macht das in den Tropen eigentlich mehr Sinn. Das wächst viel mehr in der gleichen Zeit. Du hast mehr Sonne, du hast mehr Regen an den richtigen Ort. Im Norden oben kann ein Bäumchen so dick sein und es ist 100-jährig. In den Tropen hast du vielleicht solide Bambusstämmchen, die so dick sind oder vielleicht sogar so dick. In 3-4 Jahren hast du so einen 8 Meter hohen Stamm. Und dann hast du natürlich sehr viel mehr CO2 gespeichert in der gleichen Zeit als vergleichsweise in nördlichen Hemisphären. Ich plädiere sehr stark dazu, dass man immer zuerst reduzieren und wirklich nur die schwer vermeidbaren Emissionen sollten dann mit Carbon Removal neutralisiert werden. Das heisst natürlich aber nicht, dass wir jetzt warten können, sondern wir müssen heute schon anfangen, die Lösungen entwickeln, implementieren und skalieren, damit wir 2050 auch die nötige Menge an Carbon Removal haben. Ja, da ist Gefahr von überall her. Das ist eine riesen Opportunität auch da. Und ja, also China hat das ja schon mal gemacht mit Solarzellen. Da war Europa führend und China hat irgendwann gesagt, ja, das schnappen wir uns jetzt. Die klemmen sich dahinter und ja, die könnten Europa das wegschnappen. Man muss einfach jetzt fördern, hochskalieren, lernen, get a move on. Ja, und das müssen wir jetzt machen. Island wird die Klimakrise natürlich nicht lösen. Und Island wird auch nicht die alleinige Lösung für Europa sein. Es ist aber sehr wichtig für uns, die Methode auf Island zu demonstrieren. Und dann können wir es auch an andere Orte exportieren. Denn wir brauchen in der Zukunft sicher sehr viele solche Anlagen. Typischerweise, wenn man eine Start-up-Landschaft hat, ist es ganz normal, dass ein Großteil der Unternehmen die ersten paar Jahre nicht überlebt. Und vermutlich kommt eben jetzt auch dieser Punkt, wo einfach sehr viele Unternehmen dann auch eingehen. Aber wichtig ist dann eben, dass nicht das ganze Momentum erschöpft ist, sondern dass ein Teil davon aufrechterhalten bleiben kann.
Und dann müssen wir uns als Gesellschaft überlegen, wie wollen wir das hinkriegen.